Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Michael Grant Klartext. Ich bleibe bei dem Thema Nationalsozialismus Adolf Hitler, weil es ein wichtiges Thema ist und da es darüber tausende von Lügen gibt. Heute beschäftige ich mich noch einmal mit der SPD. Ich habe ja schon 2 Videos dazu gemacht, aber es gibt noch einiges dazu zu sagen. Und zwar heute die heute verschwiegenen Gründe für das Verbot der SPD in der Zeit des Nationalsozialismus. Natürlich stellten und stellen sich die Sozialdemokraten bis heute als unschuldige Opfer dar, deren Partei von den Nationalsozialisten einfach so verboten wurde, um der mehr das einzige und letzte Bollwerk gegen rechts gewesen zu sein, immer neue Nahrung zu geben. Aber auch ohne formales Verbot war die SPD zu diesem Zeitpunkt bereits am Ende, und zwar durch ihr eigenes Verschulden. Denn die Massenflucht der Mitglieder aufgrund massiven Vertrauensverlustes gegen ihre eigene Führung hatte die Partei bereits zuvor in Auflösung versetzt. Die Gründe habe ich in dem anderen Video aufgeführt: Feigheit, Stillhalten, Tolerieren und vieles mehr. Ein nicht mehr erschienener Artikel aus dem Kreis der 9 Blätter für den Sozialismus mit dem Titel Eine Partei stirbt machte die Ursachen vom Ende der einst so stolzen SPD aus. Zum Zusammenbruch der Organisationen komme, ich zitiere, noch das unsäglich feige Verhalten so vieler Führer hinzu. Erst dieses und die Loyalitätsbeteuerung so vieler Vertrauensleute, die Massenflucht so vieler sozialistischer Beamten aus der Partei, erst diese furchtbaren Enttäuschungen haben die geistige und seelische Verbundenheit der Parteianhänger gelöst, haben die seelische Erschütterung erzeugt, die den Auflösungsprozess der Partei von innen heraus in Gang setzten und die es ausgeschlossen erscheinen lassen, dass die Sozialdemokratische Partei jemals wieder in der Form erstehen oder weiter bestehen wird, so wie es bisher einmal der Fall war. Zitat Ende. Der Historiker Heinz Niemann schrieb, ich zitiere, Millionen verelendeten mit ihren Familien und sahen in der Nazi-Partei angesichts des Versagens der SPD eine Hoffnung. Dafür trugen die Führer, denen die Mehrheit der Arbeiterklasse folgte, die entscheidende Verantwortung und insofern eine große historische Mitschuld am Sieg des Faschismus mit all seinen Folgen. Verschwiegen wird also die SPD, das angebliche Bollwerk gegen rechts trägt in Wirklichkeit eine historische Verantwortung und Mitschuld am Aufstieg von Adolf Hitler. Genau das belege ich mit über 1000 Quellen in meinem Buch. Die Verlinkung ist unten. Die Quellen sind juristisch sauber, viele aus den SPD-Archiven selber. Deshalb geht man auch gegen das Buch nicht vor. Doch in der Mainstream-Geschichtsschreibung wird mantragleich darauf hingewiesen, dass die SPD von der NS-Regierung verboten wurde, ohne natürlich auf die mehrmaligen Verbote der NSDAP durch SPD geführte Länder einzugehen. Nicht publiziert werden auch die wahren Gründe, die das Innenministerium bewog, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands zu verbieten. Bei Michael Grant Klartext erfahren Sie das, was Sie sonst nicht erfahren. Nämlich jetzt, da es zu spät war, nachdem Hitler Kanzler geworden war, gaben sich die bisher so feigen Sozialdemokraten plötzlich kämpferisch, und zwar aus dem sicheren Exil heraus. Am 18. Juni 1933 erschien die erste Nummer des Neuen Vorwärts, der Parteizeitung der SPD. Darin fand man die Losung der Auslandsgruppe von emigrierten SPD-Funktionären nach Prag. Diese lautete: Zerbrecht die Ketten. Weiterhin hieß es, die Großkapitalisten und Großagrarier hätten mittels der Nazi-Partei die Offensive gegen die Arbeiterklasse geführt,
Deshalb müssten die Kapitalisten enteignet werden und die Wirtschaft zu einer sozialistischen umgebaut werden. Ebenso wurde ein Strafgericht für narzisstische Verbrecher gefordert. Und weiter, ich zitiere wörtlich: Wir rufen zum Kampf, der dem deutschen Volke seine Ehre und seine Freiheit der Arbeiterklasse ihrer schwer errungenen und nur vorübergehend verlorenen gegangenen Rechte wiederbringen wird. Im Kampf werden sich neue Formen des Kampfes bilden, werden sich neue Kämpferscharen formieren, werden neue Führer auferstehen. Ihnen den Weg zu bahnen, betrachten wir als unsere Pflicht. Auf den neuen Wegen zum alten sozialistischen Ziel zerbrecht die Ketten vorwärts. Jetzt also waren die feigen Sozialdemokraten plötzlich mutig aus dem Exil heraus. Das war für die NS-Führung ein aus dem Ausland öffentlich publizierter Aufruf zur Revolte und gleichzeitig eine Kampfansage an die Hitlerregierung und den Anti-SPD-Reichspräsidenten Hindenburg. Und so kam es, wie es kommen musste. Am 21. Juni 1933 sandte das Reichsinnenministerium einen Verbotserlass an alle Landesregierungen, in dem die SPD als staatsfeindliche und landesverräterische Organisation eingestuft wurde. In diesem Erlass hieß es, ich zitiere: Die SPD muss daher als staats- und volksfeindliche Partei angesehen werden und kann danach keine Behandlung mehr beanspruchen, als sie von der deutschen Regierung der Kommunistischen Partei gegenüber angewandt worden ist. Von dieser Grundlage ausgehend richte ich an die Landesregierungen das ergebene Ersuchen aufgrund der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933, die notwendigen Maßnahmen gegen die SPD zu treffen. Also, offiziell sagt die SPD, ja, wir wussten gar nicht, warum wir verboten werden, bla 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 bla. Also dieses Opfergehabe, dieses ewige Opfergehabe, das ich wirklich satt habe. In Wirklichkeit hat die SPD aus dem Exil heraus, aus dem Ausland, die Menschen in Deutschland aufgestachelt, zur Revolte aufgerufen, zum Kampf aufgerufen. Und erst aufgrund dessen wurde die SPD verboten. Also wir lernen die Umkehrung der Werte. Die SPD wurde verboten, weil sie in Deutschland eigentlich eine Revolution angesagt hat und Leute aufgehetzt hat, gegen das neue Regime vorzugehen. Aber die Sozialdemokratische Partei Deutschlands war damit zum zweiten Mal nach Bismarcks Sozialistengesetz von 1878 verboten worden. Und das lernt man heute nicht. Noch einmal, in diesem Buch, hochbrisanten Buch, findet ihr alle Dokumente, wie die SPD Hitler möglich gemacht hat und wie und warum man das heute unbedingt verschweigen will. Glaubt den Genossen kein Wort. Auf meiner Seite www.michaelgrant.de könnt ihr einen kostenlosen Newsletter bestellen. Ihr könnt auch auf dieser Seite Videos zu meiner brisanten Reihe Adolf Hitler, eine Korrektur finden. Ein Video, das euch alles erklärt, was in dieser Buchreihe erscheinen wird. Es sind 15 Bände. Ich bin gerade dabei, Band 7 zu schreiben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Michael Grant.